Willkommen zurück auf meinem Kanal Fotofilmdesign. Jahrelang habe ich beruflich Spielfilme oder alte TV-Beiträge digitalisiert und neu ausgewertet. Mit diesem Beitrag möchte ich euch einen Einblick geben, welche Arbeitsschritte dabei gemacht werden müssen. Filmmaterialien werden in speziellen Lagerräumen eingelagert. In diesen Räumen befinden sich die geschnittenen Spielfilme auf 35 oder 16 mm Film, auch das ungeschnittene Rohmaterial kann dort eingelagert sein. In diesen Räumen herrscht spezielle klimatische Bedingungen, um das Material vor dem Verfall und vor Schimmel durch zu hoher Feuchtigkeit zu schützen. Darüber hinaus sind die Filmbehälter, wie hier zu sehen, beschriftet und in einer Datenbank erfasst, um zu wissen, wo welches Material sich im Lager befindet. Für die heutigen neuen Auswertungen in 2 bis 8K werden die Materialien für einen gewissen Zeitraum aus diesen Lagerräumen herausgeholt. Damit die Materialien beim Transport über längere Strecken nicht zu starke Temperaturschwankungen erleiden, werden diese in speziellen Styroporboxen verschickt. Hier sehen wir die Anlieferung von Material, das für die Aufbereitung für den Sender digitalisiert wurde, um es für neue Auswertungen zugänglich zu machen. Nach dem Anliefern des Materials muss dieses überprüft werden, ob alle Filme, die auf der Liste stehen, auch geliefert wurden. Dazu muss jeder einzelne Behälter überprüft werden. Sobald alles geprüft wurde, kann nun mit der Aufbereitung und der Vorbereitung für die Digitalisierung begonnen werden. Die Sanierung des Materials ist mit der größte Aufwand neben der digitalen Bildretusche. Bei der Sanierung werden alle Klebestellen geprüft und gegebenenfalls überarbeitet, denn diese müssen bei der Digitalisierung das Material zusammenhalten. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Klebestelle aufgeht, denn dann muss die Digitalisierung neu begonnen werden. Gerade im Bereich der TV-Berichterstattung hat man viele Materialien, die extrem verklebt sind. Hier im Bild zu sehen. Diese müssen dann aufwendig mit Isopropanol und Filmreiniger gereinigt werden, damit die Filme nicht bei der Digitalisierung Probleme bereiten. Darüber hinaus muss beachtet werden, wenn die Filme gereinigt sind, kann mit der Zeit der Filmkleber wieder austreten. Somit müssen diese Filme nach der Sanierung umgehend zur Digitalisierung weitergeleitet werden, um noch am selben Tag bearbeitet zu werden. Ein weiterer Bestandteil der Sanierung ist die Filmwaschmaschine. Hier werden die Filme mit Perchlorethylen und Ultraschall gereinigt, um möglicher Befall von Schimmel und Schmutz zu beseitigen.
Dies ist jedoch nur bei Filmmaterialien machbar, die nicht zusätzlich beschichtet wurden. Die Beschichtung kann sich bei diesem Vorgang der Reinigung ablösen und somit das Material beschädigen. Darüber hinaus muss dann aufwendig die komplette Filmwaschmaschine zerlegt und alle Bauteile gereinigt werden. Ein weiterer zusätzlicher Schritt vor der Digitalisierung ist die Überprüfung der Synchronität von Bild und Ton. Wunderbar. Vor allem bei Materialien von TV-Sendern wurde nachträglich viel verändert. Bei dieser Arbeit wird an einem speziellen Sichtungstisch im Bild zu sehen die Materialien geprüft und gegebenenfalls neu synchronisiert. Erst nach all diesen gesamten Schritten kann das Material neu gescannt werden. Dafür wird es aber kurzfristig in unserem eigenen Filmlager zwischengelagert. Hier haben wir einen umgebauten FDL-Abtaster zum Scanner, der bis zu einer Auflösung von 6K die gesamte Filmbreite mit 6 Bildern in der Sekunde digitalisiert. Ein wichtiger Vorteil bei diesem Scanner ist auch das Wetgate. Für den Scan-Prozess wird die Ausleuchtung und die Farben des Materials so eingescannt, dass alle wichtigen Informationen erfasst werden und das Bild relativ neutral herüberkommt. Erst im nächsten Arbeitsschritt wird das Material farblich korrigiert, so dass Weiß, Schwarz und die Hauttöne gut aussehen. Wenn das Material digitalisiert vorliegt, kann es retuschiert werden. Hier werden die letzten störenden Verunreinigungen, Klebestellen oder gar Beschädigung vom Material beseitigt, damit der Film zum Schluss wie neu aussieht. Auch Farb- und Helligkeitsschwankungen werden bei dieser Arbeit beseitigt. Nachdem das digitale neue Master erstellt wurde, kann das Filmmaterial wieder im Lager für lange Zeit eingelagert werden. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag geschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilmdesign-Kanal.